Ich spreche heute mit Kevin Krämer. Kevin Krämer hat Mediadesign studiert an der MDH in München und Kevin hat seinen Abschluss gemacht im Jahr 2016 und hat dann auch noch einen Master draufgesetzt in Großbritannien. Davon wird er uns sicherlich gleich auch noch erzählen. Und Kevins Werdegang bisher fand ich sehr inspirierend und ich glaube, dass man da als junger Student, als junge Studentin, glaube ich, sich vielleicht eine Scheibe abschneiden kann oder sich grundsätzlich inspirieren lassen kann. Herzlich willkommen erstmal, Kevin. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, uns ein bisschen Einblicke zu geben in deine letzten Jahre, in dein Leben als junger Designer in London. Willkommen erstmal. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, erzähl uns doch mal ein bisschen, wie war das? Wie war dein bisheriger Werdegang von 2016 aus München? Hast dein Studium beendet und dann? Und dann? Ja, ich glaube, allgemein ist das so eine Frage. Ich wusste immer, dass ich studieren will. Ich wusste auch schon 2016, dass ich weiter studieren will. Aber mir war nicht so ganz klar, wohin die Reise geht. Einmal geografisch, aber auch inhaltlich. Und habe mich dann so ein bisschen einfach treiben lassen und bin dann 2016 erstmal habe ich mich mit ein paar Freunden zusammengetan und wir dachten uns irgendwie, okay, jetzt haben wir Design studiert, was machen wir jetzt? Und es war ja auch gerade in der Flüchtlingskrisenzeit, als es quasi noch, als es gerade losging im Prinzip. Und meine Familie und ich waren damals schon relativ viel engagiert und haben dann erstmal einen Verein gegründet. Und dachten uns, okay, wir können diese ganzen Sachen irgendwie, Kommunikation, und haben dann das erstmal eine Weile gemacht und hatte dann, glaube ich, auch so den ersten relativ großen Rückschlag. Zumindest hat es sich persönlich so angefühlt, professionell gesehen. Persönlich war alles gut, aber ich wollte unbedingt in die USA zum Studieren für meinen Master und wurde einfach nicht angenommen. Und ich habe irgendwie so große Hoffnungen gehabt, dass das funktioniert und habe mich da wirklich reingestresst. Und dann passiert es erstmal nicht mehr. Und ich glaube, dann habe ich erstmal ein paar Monate tatsächlich gebraucht, um den Schock zu verarbeiten. Es war auch das zweite Mal, dass ich von derselben Schule abgelehnt wurde und dachte irgendwie, wie geht's jetzt weiter? Bin ich irgendwie nicht gut genug? Ich glaube, allgemein, gerade im Design oder im kreativen Bereich sind viele Leute mit irgendwie Selbstzweifeln behaftet, aber habe dann glücklicherweise relativ kurzfristig einen Masterstudiengang gefunden, der mir extrem gut gefallen hat und bin dann 2017 nach London und habe hier am Royal College of Art Kommunikationsdesign einfach weiter studiert. Dieses Mal im Master. Und dauert 2 Jahre und nach dem Master habe ich dann angefangen, als freiberuflicher Designer zu arbeiten und hatte vor allem einen großen Kunden, der mir dann für die nächsten 1,5 Jahre relativ viel abverlangt hat. Es war eine fantastische Zeit mit sehr viel Verantwortung, sehr vielen verschiedenen Projekten, aber hatte ab einem gewissen Zeitpunkt auch weniger mit Design zu tun, sondern eher, ich würde mal sagen, als Brand Manager-Person erzähle ich auch gerne gleich noch mehr dazu. Und habe dann, glaube ich, als die Pandemie so auf ihrem Höhepunkt war, irgendwie ein bisschen mich neu orientieren wollen und habe ein bisschen nach dem Sinn in meiner Arbeit gesucht. Ich glaube, der hat mir am meisten gefehlt und bin jetzt seit knapp 5 Monaten Teilzeit tätig bei einem das heißt Sustainability Solutions Provider. Im Prinzip geht es um eine Firma, die Cogo heißt und Cogo beschäftigt sich mit Carbon Footprint Measuring und Offsetting, sprich den CO2 Fußabdruck, den jeder von uns mit sich rumträgt, einmal herauszufinden und dann Möglichkeiten zu geben, ihn zu verbessern. Und dort arbeite ich im Branding und wir kreieren vor allem Content, der sich damit beschäftigt, einmal natürlich mit dem, was Cogo macht, aber sich allgemein in die Diskussion um den Klimawandel quasi einklingt und versucht mit spannendem, interessantem, reflektierten Content vor allem auf das Thema aufmerksam zu machen.
Und ja, arbeite nebenbei noch fleißig als freiberuflicher Designer und ja, das ist so in Kurzform, was ich seit 2016 gemacht habe. Das ist in Kurzform, aber das ist ziemlich intensiv offensichtlich und da passiert eine ganze Menge. Lass mich nochmal einmal zurückgehen. Nach dem Studium, Bachelorstudium in München, da hast du dir gedacht, okay, mit dem Studium in den USA hat nicht geklappt, große Frustration erstmal, muss man auch erstmal drüber wegkommen. Finde ich auch gut, dass du das so ehrlich sagst, also das steckt man vielleicht auch nicht so einfach weg, aber dann hast du die Chance gehabt, eben am Royal College of Art dann Master zu machen und dann hast du so gesagt, naja, und dann habe ich mich als Selbstständiger oder als Freiberufler habe ich mich dann sozusagen in London, habe ich angefangen, mir einen Namen zu machen, habe einen großen Kunden gehabt, das hört sich ja auch ganz einfach an. Erzähl mal bitte ein bisschen mehr dazu, wie du das denn angestellt hast. Also ich meine, London ist eine Riesenstadt, da gibt es viele kreative Leute, da gibt es viele gute Designer, aber das ist dir gelungen, dich da zu setteln und einen Auftrag oder Aufträge zu bekommen. Wie geht das? Also ich glaube, man kann es bestimmt ein bisschen mehr planen, als ich es gemacht habe. Auf mich kam es im Prinzip einfach zu. Es war also ich meine, du hast es gerade schon gesagt, London ist natürlich voll kreativer Leute und auch voller Leute, die kreative Leute brauchen. Also gerade wenn man jetzt in so einem, sag ich mal, kreativen Hotspot wohnt, gibt's immer Arbeit, würde ich jetzt mal sagen, für Designer aller Größen und Klassen. Meine Zusammenarbeit kam tatsächlich durch meine Familie, durch meinen persönlichen Umkreis und das fing im Prinzip ganz klein an. Also so das klassische Brief, wir brauchen ein Logo, wir brauchen irgendwie Verpackungen und ich bin relativ ehrgeizig und aus dem Logo und den Verpackungen wurde dann im Prinzip ja deutlich mehr und das lief so, also es war dann im Prinzip Website, Online-Shop, Interior Design für die einzelnen Stores. Es war ja natürlich Verpackungsdesign, aber es war vor allem, und ich glaube, das hat mich am meisten interessiert, die Geschichte einfach zu erzählen von dieser Marke. Es geht um eine relativ kleine Schokolaterie, also es war kein großer Kunde, aber für mich ein großer Auftrag, die aus Deutschland kommen, also es war auch kein britischer Kunde. Und ja, die waren einfach gerade an so einem Punkt, glaube ich, in ihrem Unternehmen, wo sie sich überlegen mussten, machen wir das weiter, wie geht's weiter? Es gab schon ungefähr 10 Jahre und ich kam dahin und habe sie dann so ein bisschen ins Jahr 2021 oder damals 19, 20 geholt und wir haben dann zusammen die Geschichte der Firma neu geschrieben, die sich vor allem mit Nachhaltigkeit beschäftigt hat. Uns war es extrem wichtig, Verpackungen zu entwerfen, die plastikfrei sind, aber auch in der Kommunikationsstrategie klar und deutlich zu kommunizieren, dass es bei uns einfach ist, nachhaltig zu kaufen. Selbstverständlich ist es in der Schokoladenindustrie schwierig, weil man nur teilweise nachvollziehen kann, wo die Schokolade herkommt. Aber wir haben auf jeden Fall von unserer Seite so viel wie möglich getan, um ja einfach ein nachhaltiges Unternehmen zu starten. Und ja, das Ganze wurde dann einfach ja zu einer kleinen One-Man-Show. Bevor der Lockdown kam, hatten wir auch hier in London die Chance, das Unternehmen zu launchen. Wir hatten verschiedene Events, verschiedene Verkaufsstände. Ja, haben quasi unser Social Media bespielt, Online-Marketing, Online-Shopping, Online-Everything. Also ja, ich war dann damit ziemlich beschäftigt. War eine fantastische Zeit. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht das Wissen, dass es in mir steckt, quasi. Eher, wie sagt man, entrepreneurial, also mit einem Geschäftssinn an die ganze Sache ranzugehen, es auch weiterzutreiben, meine Rolle selber zu erweitern. Und ja, irgendwann kam dann natürlich der Lockdown und die ganze Action kam so ein bisschen zu einem Stillstand. Und habe dann einfach beschlossen, okay, ich glaube, meine Zukunft sehe ich jetzt nicht im Schokoladeverkaufen, sondern will eher wieder zurück zu meiner eigentlichen Tätigkeit. Entschuldige, wobei ich aber sagen muss, die Verpackung, die du erschaffen hast und das Brand und die Marke und dieses Look and Feel dieser Schokoladenverpackung, ich finde es schon ziemlich spektakulär. Kann man ja auf deiner Webseite sehen, kevinkremer.design, ne? Ja.
Also, also ich fand es wirklich spektakulär, großartig gelungen. Dankeschön. Ich denke mal, das Wichtigste an dem ganzen Prozess für mich war, dass ich dadurch realisiert habe, welche Verantwortung man hat als Designer und was es für kleine Entscheidungen sind, die man auf kreativer Seite trifft, die so einen großen Einfluss haben auf so viel. Weil im Prinzip liegt es an uns zu sagen, und was erstelle ich für eine Verpackung? Ist die plastikfrei? Aus was besteht sie? Was sind die genauen Bestandteile? Wie sieht es aus mit der Verkaufsstrategie? Wird das Ding recycelt? Kann man es wieder befüllen lassen? Erschafft man was, das so hochwertig und schön ist, dass man es vielleicht aufhebt und nicht wegschmeißt? Ich glaube, allgemein als Designer hat man einfach eine riesengroße Verantwortung gegenüber seiner Arbeit allgemein, aber jetzt gerade durch eben hier mein Leben in London habe ich schon festgestellt, dass die kreative Kraft die ist, die sehr viel Einfluss haben kann auf die Denkweise von Menschen, wie man Klimawandel, die Krise quasi kommuniziert, aber auch Lösungen schafft, die für alle irgendwie erreichbar sind. Und ja, im Kleinen einen großen Einfluss haben kann. Und ich glaube, das war so mein Hauptlernerfolg von der ganzen Schokoladen-Story. Ja, und wie man seine eigene Wirkung dann auch entfalten kann, ne? Also durch seine Profession, in seinem eigenen Metier, dass man sozusagen seinen eigenen Beitrag dazu leisten kann. Genau, und egal wie der Beitrag aussieht, ich denke, jeder entscheidet für sich, ob er dazu beitragen will oder nicht. Und ja, im Design, im Kreativen, im Visual Storytelling gibt es einfach sehr viel Raum, um Einfluss zu haben. Und ja. Mal was ganz Pragmatisches. Wie war das denn ganz am Anfang, als du dann nach London gegangen bist oder bevor du nach England gegangen bist? War dein Englisch schon so auf dem Level, dass du dir gedacht hast, ja klar, ein Masterstudium in Großbritannien ist überhaupt kein Problem? Oder wie bist du denn damit umgegangen? Also du hast mir vorher erzählt, wolltest schon viel reisen und bist offensichtlich auch schon gereist und hast auch ein Praktikum schon vorher mal in den USA gemacht. Also warst du immer schon so auf dem Level mit deinem Englisch? Ich hatte das Glück als ich so 13, 14, 15 war, habe ich in Marokko gewohnt und habe eine amerikanische Schule besucht. Also ich persönlich hatte jetzt mit dem Englisch noch kein Problem, noch nie ein Problem. Aber muss dazu sagen, als ich dann das Studium angefangen habe, klar stellt man sich erstmal vor, also hat man ein bisschen Schiss davor. Ich meine, man weiß ja auch irgendwie nicht, was auf einen zukommt. Jetzt im Nachhinein betrachtet ich kann nur von meiner Uni sprechen, auf der ich war, der RCA, wird alles dafür getan, dass jeder zurechtkommt. Also je nachdem, wie gut das Sprachniveau ist, werden auch die, sage ich mal, akademischen Anforderungen angepasst. Es werden Hilfestellungen geleistet. Also es gibt intern so viele Organisationen, Kommilitonen, und einfach Strukturen, die jedem, egal was man jetzt für einen Wortschatz hat, quasi es ermöglicht, dort zu studieren. Dementsprechend war dann die Angst relativ schnell verflogen in den ersten paar Wochen. Es ist schon anspruchsvoll. Ich will es jetzt auch nicht zu klein reden, aber nichts, was man nicht hinbekommen könnte. Mhm, mhm. Und du hast mir auch erzählt, dass du dein Praxissemester damals noch in der MDH, das hast du gesplittet? Ja. In 2 mal 3 Monate, ne? Wie war das? Also war das eine bewusste Entscheidung und wo hast du das gemacht und wie bist du da rangekommen? Erzähl doch mal darüber. Also ich wollte auf jeden Fall mein Praxissemester im Ausland machen. Damals war, ja, von der MDH gab es jetzt auch keine großen irgendwie Vorlagen, sondern ich dachte mir einfach, okay, ich will ins Ausland. Ich hatte schon irgendwie immer die Vorstellung, dass ich mal in New York arbeiten möchte und ja, habe es dann im Prinzip einfach möglich gemacht. Also bei mir ging es eher um Masse. Also ich habe mich bei extrem vielen Agenturen beworben, im Prinzip bei allen, weil mir war klar, mein Ziel ist New York. Und ja, habe dann im Prinzip irgendwann mal eine Zusage bekommen, war dann auch alles fantastisch, aber das Praktikum ging eben nur von Januar bis ungefähr März, April und dann haben mir noch 3 Monate gefehlt und ich hatte, während ich mich quasi für diese ganzen
Praktika beworben habe, aus Versehen eine E-Mail losgeschickt an ein Studio, das heißt Base Design. Die gibt es sowohl in New York als auch in Brüssel. Als ich mich beworben habe, habe ich es an die falsche E-Mail-Adresse geschickt, nicht nach New York, sondern nach Brüssel und habe dann zu meinem Verwundern eine E-Mail auf Französisch erhalten, dass ich quasi jetzt ein Praktikum bekomme. Und hat sich dann schnell herausgestellt, dass es sich um Brüssel handelt, aber mir haben sowieso 3 Monate gefehlt. Also dachte ich mir, gehen wir jetzt mal nach Brüssel. Habe ich dann auch gemacht, war eine fantastische Erfahrung. Vor allem auch bei dem Studio. Also es begleitet mich heute noch extrem, was ich da gelernt habe. Und hatte dann meinen zweiten Teil quasi in New York. Ja. Also Brüssel war quasi Zufall und New York war geplant. Ja, okay. Was ist das, wo du denkst, das ist das Wertvollste an solchen Erfahrungen, die man da macht? Also wenn ich jetzt heute an die jüngeren Studierenden denke, die jetzt auch da ihr Praxissemester planen, vielleicht auch ins Ausland gehen wollen, was sind denn so die Erfahrungen, wo du denkst, das ist wertvoll, dafür lohnt es sich? Ich glaube, es lohnt sich immer, eine Erfahrung zu machen, bei der man im Prinzip sich ein bisschen unwohl fühlt. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich hätte mich auch in München bewerben können oder in Berlin oder wo auch immer, aber ich glaube irgendwie, es wäre ein anderes Gefühl gewesen. Ich hatte schon Schiss, ich war schon aufgeregt. Ich habe mir schon gedacht, oh Gott, hoffentlich klappt das alles. Das ist natürlich auch super viel, dass man organisieren muss und hinkriegen muss, aber ich habe bis jetzt immer die Erfahrung gehabt, wenn man sich wenn dieses Gefühl irgendwie aufkommt, der Komfortzone im Prinzip, wenn man weiß, man verlassen, man weiß nicht, was kommt und wie es passiert, dann habe ich immer die größten Erfahrungen gemacht. Und welche das war, ist dann im Prinzip auch wurscht, weil man lernt sowieso jeden Tag im Praktikum was Neues. Selbst die winzig kleinen Sachen zeigen dann doch große Wirkung im Nachhinein. Aber ich würde sagen, die größte, wenn ich eine irgendwie beschreiben müsste, ist einfach die Welt zu sehen und zu verstehen, wie es funktioniert und wie Kreativität in verschiedenen Orten funktioniert, mit verschiedenen Menschen funktioniert, in verschiedenem Kontext funktioniert und sich da dann so peu à peu ein Bild aufzubauen durch verschiedene solcher Projekte, Reisen, ist, glaube ich, ja, so der größte Erfahrungsschatz, den ich gesammelt habe. Mhm. Was ich ja besonders spannend finde zu sehen, ist, wie Ästhetik und Design und Werbung, Marketing in unterschiedlichen Ländern angegangen wird und auch funktioniert. Oder ob Werbung und dieser Designanspruch, ob der globaler wird oder nicht. Also wie schätzen du das ein? Ist Werbung und ist Marketing in Großbritannien, wird das anders angegangen, anders gedacht, anders konzipiert, als du das von Deutschland kennst? Ich denke kurz drüber nach. Also allgemein kann ich mit Werbung und Marketing gar nichts anfangen. Das ist ein Bereich, der mich jetzt wenig interessiert, weil es geht um andere Dinge. In Werbung, glaube ich, geht es nicht zu 100% um die Qualität des Designs, sondern um andere Maßgaben. Es muss messbar sein, es gibt KPIs, es muss irgendwie, es kommt von einem anderen Ort, sage ich einfach mal. Es wird geplant, es wird ausgeführt und danach kann man feststellen, ob es erfolgreich war oder nicht. Ich glaube, beim Design, ähnlich wie bei der Kunst auch, geht es wahrscheinlich eher darum, ein Gefühl zu erregen, einen Moment zu kreieren, den man designt, ob es jetzt im Kleinen ist, ein Social-Media-Post oder im Großen bei einer Ausstellung. Ich denke, um deine Frage zu beantworten, dass ich eher festgestellt habe oder worin ich mich am meisten interessiere und jetzt auch arbeite, ist einfach die Qualität der Geschichte, die man erzählt. Und ich bin jetzt weniger die Person, die dann quasi die Banner irgendwie designt, die dann durchs Internet fliegen und irgendwie beworben werden, sondern dass sich darüber Gedanken macht, was ist die Geschichte, die wir erzählen wollen und wie erzählen wir die. Und in meinem Fall, in meinem Beruf jetzt, geht es darum, das Ganze relativ holistisch zu sehen. Also wie kreiert man aus einer Idee eine Geschichte, die man dann an zum Beispiel ein Marketing-Department weitergeben kann und die dann ihren Teil davon haben, wo
kommt, und die anderen Teile wären, wie packt man sie aus? Also was brauchen wir für Content, was brauchen wir für Videos, für Fotos, mit wem arbeitet man zusammen? Gerade hier in England, ich kann es jetzt schwer beurteilen aus Deutschland, weil ich halt lange nicht in Deutschland gearbeitet habe, aber es ist mir persönlich extrem wichtig, dass man die Geschichte auf einer vielschichtigen Ebene erzählt, dass man Platz macht für Diversity. Ich meine, gerade in meinem Job, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, ist es einfach wichtig, sich klarzumachen, man muss Leuten, die bis jetzt nicht genug repräsentiert werden, den Platz gibt und einfach sein eigenes Privileg anerkennen und sagen, ich nutze es, um eine schöne, gute, richtige, wichtige Geschichte zu erzählen. Und dementsprechend würde ich sagen, aus meinem Erfahrungsschatz ist gute Werbung eine gute Geschichte und die gut zu erzählen, und dann kann sich jemand entscheiden, ob er den Design-Tod sterben will oder halt es einfach machen will und fertig. Also, I don't know. Was ich bei dir besonders beeindruckend finde, ist, dass du hast es ganz am Anfang auch schon angemerkt, dass du den Verein gegründet hast und auch visuell den Auftritt sozusagen visuell gedacht und ausgestattet hast, Good Friends. Also wirklich so deine Expertise, deine Kraft und dein Design- und Ästhetikempfinden in diesen Verein, in die Ausgestaltung des Vereins auch investiert hast. Also für diese gute Sache im Sinne von Unterstützung von Flüchtlingen. Das finde ich besonders beeindruckend, dass du das auch so ganz früh innerhalb deiner Laufbahn schon gemacht hast. Also viele Leute kommen da erst in späteren Jahren dazu, das zu tun. Also super. Ja, es freut mich, dass dir gefällt. Ich meine, ich muss sagen, der visuelle Auftritt es war wahrscheinlich eine Sache von 10 Minuten, also es musste irgendwie fertig werden, und das war es dann eben. Ich glaube, ich hatte das Glück, schon so aufzuwachsen. Also für mich war jetzt die Entscheidung, einen Verein zu gründen, eher, also jetzt nichts Großes, sondern einfach, weil es gemacht werden musste. Wir haben damals sehr intensiv ein Projekt begleitet, und wir haben einfach nebenbei immer mehr Spenden gesammelt, und irgendwann mal musste das Ganze so ein bisschen in eine Formalität gebracht werden, mehr formalisiert werden, auch dass wir Spendenquittungen ausstellen können, diese ganze Geschichte. Und so kam dann irgendwie ein bisschen der Verein zustande, der auch nach wie vor existiert. Ich denke, dass ich vor allem in meiner Zeit in London extrem viel darüber gelernt. Oder ich glaube nicht, dass es an London lag, ich glaube eher, dass es an dem Masterformat lag. Ich hatte das Gefühl, jetzt rückblickend, dass meine Zeit an der MDH, der Bachelorstudiengang, mich auf einiges vorbereitet hat, vor allem technisch, einfach sein Handwerk zu lernen, es gut zu lernen, es zu perfektionieren, sich einfach seiner Sache sicher zu sein. Und dann der Master war eher dafür da, kritisch zu denken und Dinge in einem anderen Licht zu sehen. Es war sehr, wie sagt man, Research intense. Also es war immer sehr konzeptreich, die Arbeit, die ich in London gemacht habe. Und ich habe einfach extrem viele Leute kennengelernt, für die es gar keine Frage war, ein soziales Thema zu behandeln. Also es war das Thema, das für sie in Frage kam, das quasi ihrem Intellekt, ihrer Zeit, ihrem Talent quasi würdig war, sich damit zu beschäftigen. Und ich fand das so inspirierend und so fantastisch, dass so viele unglaublich kreative Leute sich so fantastischen Stories einfach widmen und die Geschichten erzählen und einfach purpose-driven arbeiten. Dementsprechend, also ich glaube, mein Herz hat schon immer so ein bisschen für menschliche Geschichten geschlagen, und jetzt gerade für die Natur, aber es hat ja auch viel mit Menschen zu tun, dementsprechend ist da auch ein kleiner roter Faden wahrscheinlich. Toll, großartig. Und Kevin, du hast so viel zu sagen, inhaltlich zu sagen, und ich könnte dir auch noch viel länger zuhören und habe auch noch ganz viele andere Fragen. Ich sehe gerade aber, dass uns die Zeit wegrennt. Ich sage an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank. Das war für mich sehr inspirierend, auch so einen Einblick in dein Leben zu kriegen, in dein Leben als junger Designer in London. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Studierende das ähnlich inspirierend finden. Und ich würde mich freuen, wenn wir im Kontakt bleiben, wenn wir wieder mal sprechen und dass wir uns hier und da vom Kanal vielleicht sogar irgendwann auch mal direkt sehen. Würde mich total freuen. Also an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, dafür dich bitte, bitte gerne. Sehr, sehr gern. Hat mir auch Freude bereitet, mich mit dir zu unterhalten. Super. Lieben Gruß nach London. Dankeschön. Tschüss. Ciao.